sind knackige 48 Grad. Dann laden wir uns ein paar Burger. Komm hoch! Moin Majestés! Ein weiterer Tag im Camp. An der Rezeption am Start. Bevor es ins heutige Brusttraining geht, worauf ich maximal Bock habe, muss erstmal der TÜV gecheckt werden. Nicht der hier, denn an den Turban-Look habt ihr euch mittlerweile gewöhnt. Der Rambo-Modus ist angeschmissen, es sind nur noch 11 Wochen zum Olympia. Aber man munkelt, am Bart müssen wir noch was ändern. Jetzt heißt es erstmal TÜV checken, Brust-Trizeps-Pump abholen. Vergesst mal Oxygen Gym. Ich habe die ganze Zeit nur geblufft. Eigentlich gehe ich immer ins The Little Gym und zerpflück da die Einheiten. Wir haben es 13 Uhr, es sind knackige 45? 48 Grad. Alles normal. Und wir spazieren hier mitten durch Kuwait. Und ich suche jetzt meinen Barber, aber ich bin hier schon ein paar Mal rumspaziert. Digga, wir geben einfach keinen Fick, gell? Laufen hier mitten auf der Straße. Hier läuft auch wirklich keiner. Das ist auch so ein USA-Phänomen, wie ich es immer nenne. Weil in den USA sind wir auch schon überall hin spaziert. Der Deutsche halt, man kennt ihn mit den strammen Baden. Aber ja, hier läuft auch keiner bei den Temperaturen. Das Einzige, was läuft, ist der Schweiß auf jeden Fall. Alter, aber der läuft aber richtig die Achseln runter. Zur Not hätten wir da auch einen Shake Shack gegenüber und einen Starbucks. Also wenn wir nicht Haare schneiden, dann laden wir uns ein paar Burger. Nee, Spaß beiseite, das machen wir natürlich nicht. Coach hat angezogen und Kalorien gedroppt, oder was? Genau so ist es. Hey. Mit steigender Vorbereitung bzw. mit weiteren Diätwochen sinken auch die Kalorien. Und mittlerweile spürt man schon, aber ist immer geil. Hunger, so ein eigentlich geiles Ding, weil wenn du abends richtig Hunger hast, dann pennen gehst, dann weißt du, ja, da passiert was. Und dann wachst du morgens auf, die Form ist besser und so. Und das freut natürlich dann schon und deswegen zieht man auch durch. Hätte ich jetzt die ganze Diät keinen Hunger, wäre es auch irgendwo ein bisschen, ja. Wäre schon ein bisschen merkwürdig. Bisschen merkwürdig wäre es schon, deswegen, das mag ich eigentlich und deswegen mag ich auch die Vorbereitung. Jetzt gucken wir uns aber erstmal an, ob hier ein Barber zu finden ist, ja. Und machen den notwendigen TÜV. Machen den sehr überaus notwendigen TÜV. Wir sind vom Soprano Saloon, vom Man. Könnte man auch meinen, da wird Shawarma verkauft, aber dem sei nicht so. Und es kommt ja auf die inneren Werte an. Deswegen gucken wir mal, wie ich da nach Hause sehe. Zur Not kommt das Ding halt komplett ab. Sieht doch von drin ganz gut aus. Das ist auf jeden Fall. Und auch wie immer im Middle East, ohne Kontakte läuft gar nichts. Kurz mal klargestellt, dass ich vom Kollegen komme. Und schon sitze ich hier. Und jetzt lasse ich mich immer von den Künsten nicht überzeugen. Hier trägt ja jeder einen Bart, deswegen werden die schon drauf haben. Das Jan Aftershave, das pfeift aber auch, ich sag's euch. Da weht ein anderer Wind als in Deutschland. Nicht nur draußen die Hitze, sondern hier drinnen auch das Aftershave. Da braucht man ja fast gar kein Pre-Workout mehr, ich sag's euch. Jetzt bin ich auf jeden Fall da, zurück im Leben. Jetzt gibt's das Stirnband, dann gibt's einen Booster und dann sind wir ready. Man muss sagen, die sind einfach hier sowas von gastfreundlich, geisteskrank, weil ich jetzt der Kollege vom Omar bin. Ja, habe ich ja einfach den Bartschnitt für Umme gekriegt. Hab dann auch noch gefragt, hier, jo, Kartenzahlung, hat er gesagt, hier, nix, gab's Küsschen rechts, links. Und da werde ich aber, bevor wir nach Hause fliegen, auf jeden Fall nochmal vorbeikommen, zusammen mit dem Omar und bringe dem hier was Cooles vorbei irgendwie. Ja, es ist total krass, ich bin echt überwältigt von dieser Gastfreundschaft im Middle East. Muss sagen, jetzt langsam, so in der zweiten Woche habe ich mich hier richtig akklimatisiert, haha, wortwörtlich. Nee, aber bin ich hier echt gut in den Flow gekommen. Und zwar vermisse ich auch Deutschland, vermisse auch mein Zuhause, aber irgendwo kann man auch die Welt zu seinem Zuhause machen. Und ich bin extrem dankbar für die ganzen Eindrücke, die man sammeln kann. Auch gestern total krass. Gestern war Freitag, da ist hier
offizieller Feiertag, also sowas wie bei uns der Sonntag. Da gehen alle in die Kirche bzw. Moschee und es war echt gar nichts los, aber ja, auch krass das zu sehen. Jetzt kriegt ihr auf jeden Fall auch was Krasses zu sehen, und zwar ein ordentliches Brusttraining. Push steht auf dem Programm und dafür müssen wir auf jeden Fall einen Pre-Workout laden. 30 Gramm Crank Pump Pro. Wie heißt der Geschmack? Cassis. Cialis. Cialis ist es nicht. Cassis ist es auf jeden Fall. Pumpt aber genauso wie Cialis. 30 Gramm davon. Beta-Alanin haben wir noch drin. Habe ich noch Restbestände von meiner, lass mich nicht lügen, das ist bestimmt schon 4 Jahre alt oder so. Da gab es noch im ESN-Shop gab es da noch das Beta-Alanin. In der weißen Tüte, mit der blauen Schrift drauf. Das waren noch die Überreste. Jetzt ist es aber alle. Beta-Alanin gibt es aber im Crank Olympia. Und die Version, die dieses Jahr kommt, keine Sorge, die wird nicht anders sein als die erste, weil oft ist so, Hersteller bringen Booster raus und dann ist die erste Version immer die geilste und danach kommt nur Scheiße. Und den Fehler wollte ich nicht begehen, obwohl im Produktcall viel hin und her geredet wurde, wir brauchen eine neue Formel, und ich sag, hey, das Feedback von euch ist so geil, ich finde das Ding klatscht rein, deswegen 2, 3 kleine Ergänzungen, sagen wir mal, und der kommt bald sogar. Wir sind in der Olympia-Prep und deswegen könnt ihr euch darauf freuen auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr was zum Boostern braucht, wenn ihr Proteine braucht, wenn ihr Subs braucht, Code Polacco bei ESN, wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne laufen wir mal rüber ins Studio und dann gibt's einen Pump auf euch. Oxygen Muscle Factory. Da sind wir wieder. Heute ist, glaube ich, internationaler Brusttag hier. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Das Warm-up wurde schon erledigt. Völlig durchgeölt, aber heute gehen wir an das Bad Boy hier zum Start. Sehr geiles Piece hier auf jeden Fall. Die Nautilus Incline Maschine. Hier sind alle Geräte zwar nicht gebrandet, also die haben überall die Marke und so weggemacht. Was ich auch irgendwo cool finde, aber der Profi erkennt. Der Experte erkennt es direkt. Und die ist richtig geil, konstante Spannung, sehr cool, alles fancy und schön und toll. Und wenn ihr euch daheim jetzt denkt, ey, der hat so ein geiles Gym. Ich habe 13 Jahre lang nur in Scheißstudios trainiert, ehrlich gesagt. Und ist trotzdem halbwegs was aus mir geworden. Also von dem her wichtig ist, dass ihr euch auseinandernehmt, intensiv trainiert. Und das ist das, worum es geht. Ich meine, gib mir ein paar Kurzhanteln, eine Langhantel. Ich zauber dir auch ein Training hin. Und sowas ist natürlich mega geil, macht dich schon noch mal ein gewisses Stück besser. Aber wenn du nie gelernt hast, hart zu trainieren, dann bringen dir auch die geilsten Geräte nichts. Junge, ist ja immer leicht. Aus? Ja, Ali in the house. My brother here. Oxygen Gym. The future is here, so he gonna help me with the set. Thank you, brother. You will be the future Mr. Olympia. I know that. Yeah, you're the number 1. But for that we need to work our ass off. 1, 2, 3. Place. You should be. First. Let's go. Let's go. Okay. Richtig geile Bewegung. Ist nicht so, dass es oben schwerer ist und unten leichter, sondern es ist so ein konstanter Zug. Komm, hoch. Ja, Mann. Sehr geknallt.
sind wieder bei einer Atlantis-Maschine, fällt mir gerade auf. Aber drauf geschissen, wir machen Dips. So eine Mischung schon. Ich habe meinen Trizeps, den priorisiere ich ja, wie der eine oder andere weiß. Deswegen haben wir angefangen mit einer Schrägbank. Das finde ich muss immer sein. Ich würde nicht gern erst mit Trizeps anfangen, obwohl es eigentlich, ich glaube, noch optimaler wäre, aber so fühlt es sich gut an. Machen jetzt schon so eine Übergangsübung, sage ich mal, weil Dips eben sehr auf die Brust gehen, gerade den unteren Brustanteil und auf den Trizeps und gehen dann über zum Überkopf. Trizeps strecken, macht dann den Trizeps eigentlich so gut wie fertig und macht dann hinten raus noch Brustübung und Schulter eine Übung. Und das habe ich gemerkt, ist einfach richtig geil, weil ihr einfach, das kennt ihr alle, die ersten 3-4 Übungen, da habt ihr so richtig Saft und danach fade jetzt langsam so ein bisschen weg, wenn ihr hart trainiert. Und deswegen setzt die Prioritäten einfach vorne rein ins Training und dann funktioniert das auch besser. Deswegen bin ich zum Beispiel kein großer Fan von Push-Pull-Beine, so im klassischen Sinne, dass man erst Brust, dann Schulter, dann Trizeps fertig macht. Weil das habe ich ewig lang gemacht und dann hat sich schon noch eine Armschwäche rauskristallisiert. Also ja, man muss immer gucken, was man braucht. Wenn ihr jetzt eine Kackbrust habt, dann würde ich Brust erst durchmachen und dann das andere. Ah, fuck. Der wollte nicht mehr. Die letzte wollte nicht mehr ganz. Nach wie vor immer noch zu krass mein Ego mit im Spiel habe. Und gerade wenn die Cam läuft, man da so in dieses, oh, ich bewege viel Gewicht und deswegen bin ich hart und deswegen ist es cool. Völliger Blödsinn im Bodybuilding. Du musst natürlich schwer trainieren, aber so schwer, wie es dein Muskel zulässt. Und wenn du dann mal sauber, also jetzt wieder bei der Brustpresse, die haben wir voll beladen und zwar was weiß ich wie viel weggedrückt, aber es war alles kontrolliert und war alles im Muskel drin. Und genau das ist das Ziel. Wenn du so stärker wirst, dann knallt es halt gewaltig, was die Muskelmasse angeht. Und jetzt mache ich einfach den Backoff-Satz hier leichter. Mache ich zwar fast immer, aber nochmal wirklich, weil ich komplett Brust und Trizeps sozusagen treffen möchte. Und ja, ich finde, es ist einfach mega wichtig, auch mal ein bisschen zurückzugehen, Technik zu überarbeiten, habe ich im Armvideo schon gesagt, und dann eben wieder das Gewicht hoch zu pushen. Und das ist so das, was ich jetzt von einigen wirklich großen Namen im Bodybuilding schon, sogar einem Dorian Yates, mitnehmen und lernen konnte. Auch der hat mir gesagt, weil ich den da irgendwie versucht habe zu beeindrucken mit 160 oder 180 Kilo Langhantelrudern, hat er gesagt, Junge, da wird gar nichts in deinem Rücken passieren und du musst dich nur verletzen. Und habe dann auch irgendwie mit 2 Scheiben, also ich glaube es waren nicht mal 100 Kilo damals, habe ich dann Langhantelrudern gemacht. Und jetzt auch im Training mit Chris Cormier, mit den Avengers, hatte ich am nächsten Tag mein Rücken, war so durch. Und ich habe Gewichte bewegt, dort wo ich dachte, das bewegt Alice. Ja. Und ja, das ist es. Bodybuilding ist nicht nur eine Sache, die funktioniert, sondern die Sache, die für dich am besten funktioniert, musst du da draußen rausfinden. Ich gebe dir hier auf jeden Fall ein paar Denkanstöße, die du ausprobieren kannst, nachmachen kannst, aber ob das Richtige für dich ist, das weißt am Ende nur du.
Da gerade auch fast wieder selber bei erwischt. Komm, eigentlich die ganzen Stack können wir auch irgendwie probieren. Aber das ist meine. Bevor ich Kuwait verlasse, werde ich den noch probieren. Auch beim Trizeps. Wieder Sauberkeit hat den großen Faktor ausgemacht, warum das ganze Ding gewachsen ist. Technik überarbeitet, neu erlernt, nach 10 Jahren. Und es funktioniert. Gute alte Rapunzel. Habe ich von einem sehr, sehr geilen Trainer, Joe Bennett. Ich habe es Rapunzel Pushdown genannt, weil ihr alle ja das Märchen kennt, wenn Rapunzel ihr Haar herunterlässt. Und du hast halt hier wie so 2 Haarbüschel in der Hand. Und die Übung ist halt ziemlich geil, um diesen äußeren Trizepskopf hier zu treffen. Genau den Fall. Über Kopf haben wir den hinteren, den langen, der dafür sorgt in der Doppelbizepspose, dass unten der Trizeps so schön rund ist. Und jetzt bearbeiten wir den eben noch. Hier mache ich auch 3 Sätze, zwischen 10 und 15 Wiederholungen. Und dann passt es ganz gut. So Überkopf mag ich auch mal schwerer zu machen, genauso wie Dips, so im 8 bis 10er Bereich. Aber sowas sehr Isoliertes versuche ich schon zwischen 10 und 15 Wiederholungen zu erreichen. Ja, also ihr seht, eine Übung Brust, Dips, gut, kann man sagen auch Brust noch, aber jetzt eben Trizeps fokussiert und danach noch eine weitere Brustpresse und Fliegende. Und das muss ich sagen, funktioniert ziemlich gut. Sehr cool. Hier ein Aufwärmsatz oder ein Reinkommensatz. 3 Arbeitssätze und die auf jeden Fall mit moderatem Gewicht. Habt gesehen, erste Übung habe ich ziemlich schwer geballert. Also die beiden Hauptbrustübungen waren jetzt nicht wirklich über 10 Wiederholungen. Und da ich versuche, mal alle Wiederholungsbereiche abzudecken, will ich hier so im 10 bis 15er Bereich bleiben. Deswegen gleiches Gewicht über alle Sätze hinweg. Einfach Straight Sets und dann passt der Lachs. Hier auf jeden Fall ein kleiner Tipp, den ich euch auf den Weg mitgeben kann. Es ist nicht unbedingt wichtig, hier vorne komplett zusammenzukommen. Es ist natürlich schon cool, wenn ihr einen ganzen Bewegungsradius machen könnt, aber wenn ihr hier an der Dehnung seid, hat so die Brust doch auch mehr Kraft. Und um wirklich komplett alles rauszupressen aus den Titten, müsst ihr die Euter richtig ansaugen, indem ihr am Ende auch noch so partielle Wiederholungen machen könnt. Also hier vorne wird die Last bei den Fliegenden natürlich, außer mit Kurzhanteln, damit würde ich sie aber auch gar nicht bis hier vorne machen, wird die hier vorne sehr schwer und hier hinten habt ihr dann auf jeden Fall noch Power. Deswegen macht immer so viele, bis da nichts mehr zuckt und dann seid ihr auf jeden Fall sehr gut bedient. Ich schaue jetzt hier, dass ich jeden Satz auf 12 Wiederholungen komme, sprich wir machen Aufstocksätze, weil wie gesagt, ich will mehr Wiederholungen haben und deswegen geben wir jetzt der Brust hier noch den Rest und wenn ich nicht mehr kann, halte ich kurz an, schnauf kurz durch, 2-3 Sekunden und mache so viele bis 12 voll sind für die letzten beiden Sätze.
Ich habe euch ja erzählt, dass ich von den Intensitätstechniken die Prep über weggekommen bin. Ich ziehe es schon eigentlich zu 90% durch. Aber wisst ihr, Training ist so eine große Leidenschaft für mich. Und es gibt zwar immer das optimale Training und dieses, ja, schneid die Intensitätstechniken raus und dann musst du mehr Kraft halten können. Und wisst ihr, es gibt viel sehr Optimales auf dem Blatt Papier und wissenschaftlich Belegtes. Und letztens bin ich so ins Gym gegangen. Das war hier, als ich angekommen bin. Ich muss sagen, so die ersten Tage waren schon noch ein bisschen komisch, gell? Wir haben auch so, ja, einfach eben, man hat sich auch viele Gedanken gemacht, so, mein Gewicht ist auch nicht mitgedroppt eine Zeit lang, da habe ich echt, ja, mit mir selbst ein bisschen zu kämpfen gehabt, ein bisschen gestruggelt. Ich will euch ja auch immer ehrlich erzählen, was in der Prep auch so passiert. Und wisst ihr, so mein ganzes Leben war das Training schon immer so mein Ort der Meditation, mein Ort dieses Flüchtens. Wenn ihr euch da wiedererkennt, wisst ihr, von was ich spreche. Und dann bin ich einfach mal ins Gym gegangen, es war auch Rückentraining und habe einfach schon in meinem System trainiert, klar, die Übungen gemacht, die ich sonst auch so von der Übungsabfolge her auf dem Plan habe, beziehungsweise mir vorgenommen habe. Aber habe einfach mal so wirklich wieder richtig so, hört sich dumm an, aber so Gas gegeben. Nicht so, mache ich ja sonst auch, aber so anders, so vom Kopf auch her. Einfach so ein bisschen freigelassen, durchgepowert und es war eine abnormal geile Session. Und seitdem ist jede Session wirklich richtig geil. Und gerade hat mir auch mein Gefühl einfach gesagt, Junge, jetzt hast du da die Wiederholungsbereiche tief gehalten, mach hier mehr. Und ja, deswegen mache ich jetzt auch noch Aufstocksätze so, weil am Ende des Tages muss auch alles irgendwo Bock machen. Und jetzt weiß ich, hey, ich habe meine Euter, aka die Titten, hier richtig ausgepresst. Und das fühlt sich gut an und das nährt dann auch sozusagen meinen Kopf. Mach einfach mal intensives Training und dann wirst du sehen, hey, mir geht's vom Kopf her besser. Du verzettelst dich nicht mehr so arg. Wir haben so viele Themen im Leben, sei es Familie, Beziehung, Arbeit, Freunde, wo du dir deinen Kopf zerbrechen kannst und schon genug Laster zu tragen hast. Dann geh doch einfach ins Gym und genieß die Zeit, power dich aus, mach was für nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist, ganz wichtig. 3 Sätze Seitheben, 1 schweren, 2 bisschen leichter hinterher und dann war's das für heute. Ich hab auch Hunger. Mal Reispudding. Auf jeden Fall Salz. Extra müde rein da. Das haben wir auch gemerkt. Also Stefan und ich haben ein bisschen Kriegsrat geführt, weil ich, wie vorhin schon erwähnt, ein bisschen Gewichtsschwankungen hatte. Bisschen ist untertrieben, extreme. Also so 1 Kilo, 2 Kilo kann man ja noch verkraften. Das ist ganz normal, dass euer Gewicht, wenn ihr euch jeden Tag wiegt, immer so ein bisschen schwankt. Wichtig ist der Wochendurchschnitt dann, um zu sehen, ob ihr ab- oder zunimmt. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Aber bei mir war es wirklich geisteskrank. Es waren teilweise 3 bis 4 Kilo am Tag Unterschiede. Wo wir uns dachten, was geht denn jetzt ab? Aber es ist einfach heftig. Stefan hat auch gemeint, die Hitze hier, ich meine 50 Grad. 50 Grad, Alter, das muss man erstmal verkraften, also der Körper. Und dieses Klima zu wieder draußen, zu wieder Klima, ist auch immer so eine Schwankung. Und vor allem schwitzt man ja extrem viel. Ich meine jetzt allein der Walk zum Friseur und wieder zurück, bestimmt mehr geschwitzt, also no joke, als jetzt bei einer Cardio-Session am Morgen, in Deutschland zum Beispiel. Und deswegen ja, haben Elektrolyte auf jeden Fall gefehlt. Und wir haben ja, auf jeden Fall ein bisschen dran rumgeschraubt und auch ordentlich auf mein Salz auch achte, um den Körper wieder zu regulieren. Und ja, jetzt hat sich das Ganze gut eingependelt. Das Gewicht geht Step by Step nach unten. Sind zwar auch immer nach
Schwanker nach oben drin. Wie gesagt, ist völlig normal, aber nicht mehr so extrem. Und ja, ansonsten läuft die Vorbereitung, wie gesagt, stramm weiter. Vor 2 oder 3 Jahren wäre da sowas mit dem Gewicht passiert, da wäre ich komplett, also thank you, wäre ich komplett nicht mehr lebensfähig gewesen. Und so hat es mich zwar schon abgefuckt, ehrlich gesagt, und genervt, aber man ist der Sache auf den Grund gegangen und hat das Ganze eliminiert. Und ja, jetzt kann ich da schon mit mehr Ruhe reingehen als der Urs jetzt noch vor ein paar Jahren. Meine Damen und Herren, wir sind durch für heute. Brusttraining, TÜV aus Kuwait. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst Liebe da. Bis zum nächsten Video. Euer Urs. Adios.